Es ist Horrorzeit. Vor lauter Stream habe ich gar nicht gemerkt, dass Mesh's Top 5 einfach noch ein Horrorvideo rausgeknallt hatte vor einem Monat. Aber ich reagiere jetzt drauf. Wir gucken uns das gemeinsam an. Du darfst natürlich entscheiden, ob es alles nur gespielt ist oder ob irgendwas auch die Wahrheit entsprechen kann. Wir sind jeden Tag ab 21 Uhr live. Ihr könnt natürlich alle vorbeischauen und auch mal mitmachen. 15 gruselige Videos auf Kamera festgehalten. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Gehen rein. Wir haben mal wieder ein Oldie am Start. Vor über 14 Jahren lud der YouTube-Kanal Spohy Danger Heart ein Video von einer Küste hoch und verspricht Fremdes auf Kamera. Seht Spohy selbst. Danger Heart. Olha isso! É muito bem, não é? Tá, bom, só na casa. Vai! Jesus, que é isso? Vamos! Zwei aufeinanderfolgende Kommentare unter dem Video verwirren über die Annahmen zu gerade gezeigtem Video. Einer schreibt, scheint ziemlich echt zu sein. Deren Reaktion schien echt und das war schon irgendwie verrückt, lol. Darunter schreibt jemand, das ist das Meer, das ich dir zeigen wollte, aber nur 2 Sekunden lang, denn jetzt müssen wir zu der Stelle weitergehen, an der wir die Kreatur animieren werden. My Guy, the Bush Doctor mit einem Zähler zu wenig, ist hier auf einer heißen Spur. Mag sein, dass das 2009 schon professionellst rein animiert wurde. Ich denke aber auch, dass das ein Mensch im schwarzen Anzug gewesen sein könnte. Ja. Die Einsatzbeschreibung zum Video Denk ich rüttelt auch. gewaltig an den Fake-Theorien. Das ist mir und Ernesto wirklich an diesem Wochenende passiert. Ah ja, okay, das lasse ich jetzt einfach so im Raum stehen. Ihr hört, ich bin nicht so überzeugt davon. Kurz mal das Meer zeigen und auf dem Rückweg läuft zufällig so ein Wesen am Strand spazieren. I doubt it. Aber trotzdem greifen manche Kanäle meiner Art dieses Video auf. Manche in den Kommentaren scheinen dem auch zu glauben. Und jetzt habt ihr meine kritische Meinung dazu gehört. Wie immer sollt ihr für euch selber eure Schlüsse ziehen. Ja, es ist Bullshit und alles anderes nicht. Und ein zweites Mal zeige ich euch heute Aufnahmen der Frauen Weiß. Die Geisterfrau in Weiß hat ja schon was Gruseliges an sich. Wisst ihr, was noch komisch an diesen Videos sind? Die nehmen das kurz auf und dann ist das Video plötzlich weg. Also die hören mit der Aufnahme auf. Und das macht es für mich noch so, Doch was ja, ist dran? unglaubwürdiger. In der portugiesischsprachigen Community trendet folgendes Video von YouTuber Chamos, der zusammen mit Freunden eine verlassene Farm erkundet hat. Diese Gruppe sei dieser legendären Frauenweiß mehrmals begegnet, wie diese Aufnahmen zeigen. Tá louco, cara? Eu também não, cara. Ai, cara, olha lá, velho. Olha lá, cara. Olha ela, cara. Wieder so ein... Cara, ela tá lá, já viu? Ela tá ali de novo, já viu? Cara, que susto, velho. Die Gruppe ist selber aufgeregt. Die Frauenweiß taucht um die Ecke auf und scheint sie zu beobachten. Sie schauen nach ihrem Verschwinden nach, doch keine Spur von ihr. Gibt's noch was Etwas anderes? später im Video sollen sie ihr wieder gegenüberstehen. Talvez ela tenha sumido. O que foi? Ah, olha lá, Jefinho. Isso, velho. Ela, cara. Não pode ser que é ela, velho. Cara, a mulher tava no carro, velho. Wieso ist von dem YouTuber, der 1,4 Millionen Abonnenten hat, Não sei. Olha lá, Jefinho. die Aufnahme so komisch, ey? Dem Anschein nach zeigt sie sich diesmal am Auto der Gruppe. Aufgrund der Distanz und schwachen Lichtverhältnisse sieht man auch im Zoom nichts Eindeutiges. Aber man kann sagen, dass da jemand oder etwas ist. Selbstverständlich gehen sie ans Auto ran und, naja, seht selbst. Der Filmer leuchtet ins Auto, wo auch immer sich da ein Geist verstecken könnte. Wer hätte gedacht, dass die Frauenweiß in der Zwischenzeit auf dem Feld gelandet ist? Hinter dem Zaun, einige Meter von ihnen entfernt, zeigt sie sich, und hier erkennt man sie auch am besten, tatsächlich völlig in weiß gekleidet, mit langen schwarzen Haaren, einer gebückten Haltung und scheinbar ohne Gesicht.
Kann so eine starke Geistermanifestation möglich sein? Ich sage tendenziell eher nicht und bleibe bei sowas äußerst kritisch, da man hier als Nichtbeteiligter nie weiß, ob da doch einfach nur ein Schauspieler oder eine Schauspielerin 1,4 Millionen Aufrufe, der würde alles machen. dass jeder seine eigene Meinung Der bilden kann soll. sich auch so Also, viel was denkt ihr Equipment zu dieser leisten. angeblich realen Aufzeichnung der Frauen weiß? Scheinen euch die Reaktionen authentisch? Lasst uns wissen, was ihr dazu denkt. Er kann sich so ein Equipment leisten, also er kann alles spielen, er kann... Das ist easy für ihn. Ein Wachmann zu sein, ist der gruseligste Job ever. So steht es geschrieben in diesem Bonusvideo der Top 5. Der Reddit-Nutzer CJM3346 postete vor kurzem eine CCTV-Aufnahme eines Wachmanns, der scheinbar im Gespräch mit einem Geist war, wie sich über Funk rausstellte. Hört und seht selbst. Verstorben? Über Funk oder Telefonat steht der krass. Wachmann, den wir hier auf Überwachungskamera beobachten Das ist können, krass. in Kontakt mit der Zentrale. Der Kollege aus der Zentrale ist verwirrt darüber, mit wem er hier sprechen würde. Denn außer ihm ist auf CCTV kein weiterer zu sehen. Der Wachmann auf Patrouille behauptet, er würde mit dem Bewohner von Haus 125 sprechen. Dies könne allerdings nicht sein, wie sein Kollege berichtet, da der Bewohner von Haus 125 vor ein paar Wochen verstarb. Der Wachmann kann es nicht glauben und flüchtet von diesem Ort. Ob er dort heute noch arbeitet? Hier fehlt mal wieder leider sehr viel Kontext. Wie schon in meiner Einleitung gesagt, wurde dieses Video auf Reddit geteilt. Im Video eingeblendet liest man den Namen einer bekannten TikTok-Seite für solche Clips, welche auch keinen direkten Bezug zur Originalquelle haben dürfte. Wer hier also sprach, in welcher Nachbarschaft wir uns befinden, ob da wirklich was dran ist, kann man Aber interessant. zurückverfolgen. Aber Wir interessant. können aber darüber spekulieren, ob sowas möglich ist. Also ob Geistwesen sich nur einem Mensch zeigen und so real wirken, dass man mit ihnen ein Gespräch anfängt. Sind das mehr Hirngespinste oder ausgedachte Horrorszenarien? Was meint ihr? Das dürft ihr natürlich selbst entscheiden und mir sogar in den Kommentaren schreiben, wenn ihr Bock habt. Falls ihr was Gutes tun und den Kanal unterstützen wollt, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und einen Kommentar mit Verbesserungsvorschlägen, Wünschen oder euren Gedanken zu gezeigten Clips. Danke vom Herzen, jetzt geht's weiter. Kaylee vom YouTube-Kanal The Paranormal Patch lud im Juli diesen Jahres ein YouTube-Short hoch, in dem sich dem Titel nach ein Schattenmann in einem heimgesuchten Asylum zeigt. Schaut Dieses Dinger machen so, ihr habt es auch selbst gesehen, der Kanal hieß schon The Paranormal Patch. Wenn ihr schon so einen Kanal aufmacht, gell, ihr werdet so schnell Geld damit verdienen können, ich sag's ganz euch. genau hin. Das ist krass. Man braucht halt ein bisschen Equipment dazu. Und Leute. Aber die ist alleine und macht es alleine. Glaube ich. Ah, jetzt erkennt man es vielleicht besser. Ich erkenne einfach gar nichts gerade. Ich erkenne nichts. Eigentlich angedacht für dieses Video war eine EVP-Session mit ihrer Kamera. Doch viel eher bekam sie etwas weitaus krasseres auf Kamera geliefert. Am Ende des Ganges des verlassenen und angeblich heimgesuchten Asylums zeigt sich eine seltsame Schattenanomalie, die sie als Schattenmann betitelt. Zugegebenermaßen ist es schwer zu erkennen und auch ich hatte meine Schwierigkeiten beim Sichten. Man muss schon genau hinsehen und darauf achten, wie sich die Pixel dort hinten verhalten. Da passt was nicht so wirklich. Hat sie hier wirklich ein Schattenwesen auf Kamera einfangen können? Lasst uns wissen, ob ihr es auch sehen konntet und was ihr dazu meint. Kann von der Kamera irgendwas gewesen sein, kann ich jetzt nicht sagen. Und heute schon pumpen gewesen? Ich möchte euch Outdoor-Bodybuildern keine Angst machen, doch irgendwie sind die Sportgeräte im Freien anfällig für so zumindest wirkenden Spuk. Liften auch die Naturgeister Heavyweights? Nach diesem Video schon. Jetzt bin ich gespannt.
Ah, hör auf, Mann. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. In der Menge sind sie alle cool. Alle. Se aguanta, se aguanta, se aguanta. Vamos, güey, vamos. Viste tu nena en tres, vamos, vamos. Im Hintergrund hören wir Menschen den unsichtbaren Pumper befeuern. Und an sich ist das auch eine lustige Situation, um ehrlich zu sein. Nicht zum ersten Mal sieht man vermeintlichen Spuk im Outdoor-Gym. Doch was ist in Wirklichkeit dran? Wind in dem Fall wohl kaum, ansonsten hätte man das ja am Baum auch erkennen müssen. Reicht etwas Schwung im Vorhinein aus, um so lange zu schwingen? Keine Ahnung. Manche sehen dahinter echten Spuk und mysteriös ist es ohne Erklärung bzw. Erläuterung schon. Meine persönliche Meinung ist, dass es dafür schon eine natürliche Erklärung gibt. Wir sind nachts auf irgendeinem Friedhof unterwegs und plötzlich taucht eine Hexe auf dem Dach auf. Eine schreckliche Vorstellung, die so neulich in der Realität stattgefunden haben soll. TikToker Rolli Elisalde 20 ging mit einem Kurzvideo vom 25. August diesen Jahres mit über 400.000 Likes stark viral und markiert das Video unter anderem mit den Hashtags Paranormal und Phantasma, also Geist. Dem eingeblendeten Text im Video nach, wenn wir der Übersetzung von DeepL glauben, will hier eine Hexe ein Kind mitnehmen. Wer der Sprache mächtig ist, kann uns gerne in den Kommentaren weiterhelfen. Doch jetzt seht selbst. ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, güero? Uy, aquí está. Está arriba de la tumba. Está arriba de la Ah. tumba. Vente, pues. ¿Qué? Oja. Vente. ¿Qué energía te quité? ¿Te dolió serte en el espejo? ¿No te gustó? ¿Qué? ¿No te gustó el espejo? Cobarde, bájate de ahí. Bájate de ahí, cobarde. Mira lo que te tengo para ti. Mire, va a volar. Oha. Bájate, o vuela pues. Si eres tan bruja como dices, ¿por qué no vuelas? ¿Para qué? ¿Sabes Oja. que lo tienes que agarrar, verdad? ¿Sabes en dónde lo tienes que recoger? ¿Para qué te haces tonta? Bájate. Bájate de ahí. Quiero Estás volar, haciendo quiero mi volar. daddy. Sí, porque no, mi daddy. Warum hat die ihre Haare da gemacht Güero, jetzt? acércate a ella. Acércate allá, güero. Acércate poquito, güero. Que huele por ti, es cierto. A ver, aquí lo tienes, ahí está. Pues que te ven a la ciega, pues. Si tampoco tienes ojos para ver, ahí lo tienes, míralo. ¡Ay! No puedes, acércate. No puedes hacerlo porque eres una cobarde. Eso es lo que eres, una bruja cobarde. Y lo que te espera es peor. Die fest ihre Haare an. Sozusagen so, könnte Perücke sein. Aquí lo tienes, ¿no? Es lo que no puedes agarrar. Porque eres una cobarde. Bájate de ahí. Bájate, si eres tan bruja, bájate de ahí. ¿Te duele? A mí no me duele. A mí no me duele, bruja. Ay. Bájate de ahí. Ahí está, mira. Quiere volar, amigos, Mira, quiere lo tienes volar. tan cerca y a la misma vez tan lejos. Wieder. No puedes agarrarlo. Ahí lo tienes, ¿qué más cerca lo quieres? ¿Qué más cerca lo tienes? Ahí lo tienes. ¡Cállate! ¿Por qué me voy a callar? Porque eres una vieja loca que no es capaz de consigo sola. Por eso. Por eso, porque eres Sie fest zu oft ihre Haare an. Viel zu oft. Por eso. Y lo que te Oder er, ich weiß nicht. es peor, bruja. Ja, schon wieder. Una vez, no te metas conmigo, lo que te viene es peor, bruja. Bájate. Vuela, pues, vuela. Va rápida, va rápida, va rápida. Va a volar, va a volar, va a Quiero volar. verte volar. Quiero verte. Mire, ¡ay! No puedes volar, te duele. Güero, güero, ¿qué está haciendo, güero? Te arde la piel, ¿verdad? Sientes que te quema la piel, ¿verdad? Cierto, te duele tu cabeza, ¿verdad? No eres capaz cuando te tratas al espejo, ¿verdad? Y lo que te viene es peor, bruja. Ja, die ganze Zeit diese Anpassen so ein bisschen. Mira, güera. Voló, voló, voló. Desapareció. Desapareció, güero. Güero. Auch ohne zu verstehen, was hier rumgeschrien wird, kann man nachvollziehen, was uns hier für eine Szene gezeigt wird. 3 Menschen, darunter ein junger Bub, begegnen einer angeblichen Hexe, die diesen jungen Heranwachsenden dem Text nach entführen möchte. Doch die vermeintliche Hexe scheitert, da sie hauptsächlich auf dem Dach rumhüpft und unheimliche Kampfschreie von sich gibt. Rein zufällig, an der Stelle, als das Licht dunkler und grün wurde, sieht man recht schwach auf dem Video, wie sie aufs nächste Dach springt und verschwindet. Im Real Case ist das ja alles nochmal gut verlaufen. Dennoch sollten wir bedenken, dass es auch nicht allzu schwierig sein dürfte, einen Schauspieler zu engagieren, den man entsprechend kostümiert Schade, und dort auf dem Dach rumspringen dass lässt. Leute Leider fehlt uns einfach hier die ein bisschen Übersetzung, bis dumm jemand sind uns im in den Kopf, Kommentaren um sowas aufklärt. zu verstehen. Was glaubt ihr? Ist das, was wir hier beobachten konnten, echten Ursprungs? Die Leute wollen Unterhaltung und um das geht's einfach. Das ist für die einfach nur Unterhaltung, mehr nicht. May stellt uns einen womöglich paranormalen Fall des Fahrers ihrer Tante, Negarian, vor.
welcher ein Zimmer im 2. Stock eines Gebäudes angemietet hatte. Neben ihm wohnte ein Kollege, Asher, der neu im Job war. Asher teilte Nagarian seine Leidenschaft fürs Fahren mit und erzählte ihm Geschichten über seine Erfahrungen. Am 2. Tag des Aufenthalts bemerkte Nagarian, dass Asher nicht mehr so gesprächig war und ging ihm aus dem Weg. Einen Tag darauf traf er Ashers jüngere Schwester im Flur und grüßte sie, wurde aber völlig ignoriert. Kurze Zeit später fühlte sich Nagarian in seinem Zimmer irgendwie unwohl und hörte plötzlich Schritte vor seiner Tür. Beim Nachschauen befand sich allerdings niemand auf der anderen Seite der Tür. Mitten in der Nacht wurde er von einem Geräusch vor seiner Tür geweckt. Hat jemand angeklopft? Als er die Tür öffnete, sah er eine große Gestalt im Flur mit langem schwarzen Mantel, doch ohne Gesicht, und meint gespürt zu haben, dass dessen Augen ihn angestarrt haben. Natürlich, so wie jeder von uns in so einer Situation reagieren würde, schlug er die Tür angsterfüllt schnell wieder zu. In der darauffolgenden Nacht ging der Spuk in seinem Zimmer los. Er erzählt davon, dass er gehört habe, wie wer in der Küche das Geschirr spülte. Doch er war ja völlig allein. Um Mitternacht wurde er wach und sah, wie seine Decke langsam von ihm weggezogen wurde. Da er im Halbschlaf war, kümmerte es ihn nicht so und schlief einfach wieder ein. Am nächsten Tag, als er den Boden wischte, hörte er Schritte im Badezimmer, woraufhin er voraussichtlich zum Beweisen der seltsamen Aktivität anfing zu filmen. Folgendes konnte er für uns einfangen. Jetzt bin ich gespannt. TikTok. Ano ba yan? Gefährliche Plattform. Dito. Hindi ko pa yan naririnig. Mit gefährlich meine ich halt, weil da zu viel Dinger, Lügen verbreitet werden. Ting, ting, ting. Ting, 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 ting. Und Fakes. Ting, ting, ting. Yan. Video-video lang tayo. Matakot na dito. Puyat ako dito. Mapupuyat ako. Er nimmt Platz am Esstisch und fängt ein, wie die Tür ins Schlafzimmer von alleine zufällt. Am nächsten Abend wollte Nagarian seine Tasche packen, da er über Nacht aus Geschäftsgründen ins Büro musste. Okay, Geräusche und Türschließen, die Gestalt im Flur, alles vielleicht Einbildung. Doch dass sich der Rucksack plötzlich von selber schließt, konnte er wohl schlecht ahnen. Somit entstand auch die zweite Aufnahme von ihm, die möglicherweise das Paranormale auf Kamera aufgenommen zeigt. Okay, gucken wir das zweite an. Das erste hat mich jetzt nicht so beeindruckt. Damit makita tayo. Wie wir sehen konnten, fällt der Rucksack ohne ersichtliche Hilfe vom Bett. Zum Beispiel, von wo soll ich jetzt nicht wissen, ob jemand da unter dem Bett ist oder da an der Seite vom Bett sich hinlegt und mit Seil diesen Dinger runterzieht. Nur ein Beispiel. Kann ja auch gespielt sein. Aber es kann ja auch echt sein. Es ist nur ein Beispiel gerade. Darauf scheint mir schon authentisch. Bisher habe ich nicht das Gefühl, dass uns hier eine Fake-Geschichte aufgetischt wird, was natürlich immer trotzdem der Fall sein kann. Etwas später nach dieser Aufnahme, angeblich zur typischen Spukzeit um 3 Uhr nachts, lag Nagarian immer noch wach im Bett und konnte kein Auge zudrücken. Da war Ich schon würd nicht mehr wieder da ein Geräusch bleiben. zu hören, weswegen er wieder mit Filmen begann. Außer er hat niemanden und keine andere Möglichkeit. Und er filmt wieder, weil er bestimmt irgendwas gehört hat. Das sieht jetzt interessant aus. Tingnan nyo guys ha. Yan, dyan na siya. Dyan na. Dyan na siya. Dyan na, dyan na. Gumalaw yung bangko.
Auf Kamera konnte er einfangen, wie sich der Stuhl vor ihm wie von Geisterhand verschob. Er flüchtete aus dem Apartment und verbrachte den Rest der Nacht im Auto. Er zog am Folgetag aus und ließ somit den Spuk hinter sich. Die Gestalt aus dem Flur nach der Erzählung habe ihn nicht weiter verfolgt und der Spuk ging ihm dementsprechend dann wohl auch nicht hinterher. Allerdings bleiben für immer diese Aufnahmen, die er geteilt hat. Und ob diese echten Ursprungs sind oder nicht, bleibt euch überlassen. Die 3 für uns miterlebbaren Momente angeblicher Geistaktivität sind dezent und typisch. Es sind die Reaktionen der Garyans, die auf mich persönlich recht authentisch wirken. Mit der Geschichte dahinter, die die Aufnahmen auch nochmal besonders unheimlich machen. Interessant wäre es nur zu wissen, was es mit seinem Kollegen und dessen Schwester auf sich hatte. Ist mir noch irgendwie eine kleine Ungereimtheit. Ein Spiel mit dem magischen Faden lässt sich bei solchen Aktivitäten natürlich nie ausschließen, außer man war selber dabei. Glaubt ihr den Berichten und Aufnahmen oder lauern wir einer falschen Geschichte Magischen auf? Faden, nicht vergessen. Richter. Vielleicht auch unterm Bett, nicht vergessen, wenn es Der überhaupt paranormale sowas Ermittler gab. Kuro vom YouTube-Kanal Black Story wurde auf einen angeblich heimgesuchten Tunnel in Wakayama, Japan, aufmerksam gemacht. Der Tunnel wurde am Ende des 19. Jahrhunderts gebaut und sei bekannt für unzählige tödliche Unfälle. Zeugenberichten zufolge soll man ein anderes Auto durch den Tunnel fahren sehen, mit einem Mann und einer Frau, welche beide blass erscheinen. Schaut man ihnen in die Augen, soll man sein restliches Leben lang heimgesucht werden. Noch eine lokale Legende besagt, dass eine Frau wegen eines Unfalls im Tunnel verstarb und man ihren Geist bis heute in weiß gekleidet sehen kann. Solche Schauergeschichten und Legenden kennt man weltweit zuhauf. Was ist dran an den Spukgeschichten in diesem alten Tunnel? Kuro begibt sich in einer regnischen Nacht gemeinsam mit seinem Tippgeber auf zu diesem berüchtigten Tunnel. Sein Tippgeber namens Takun blieb im Auto und als er zur Kamera sprach, kann man noch eine ganz andere Stimme hören. このさすがにちょっと顔映るのはまずいんで来る途中にいいのがあったんで買ってきました。まあマスクと帽子やったら顔はわからん。 Man kann eine weibliche Stimme hören, die auf Japanisch Kaeru flüstert, was übersetzt nach Hause gehen oder geh nach Hause bedeuten soll. Währenddessen ist Kuro ganz allein irgendwo mitten des Tunnels. Und auch er erlebt etwas, das er sich nicht erklären kann. Was war das? Was war das? Wegen des Sturms draußen ist es im Video nicht zu hören, doch Kuro habe Stimmen und Schritte gehört, die ihn zur Flucht aus dem Tunnel haben aufschlagen lassen. Das alleine schon, in Verbindung mit den Geistergeschichten zum Ort, kann einem schon Angst machen. Doch es ist eine Aufzeichnung aus dem Tunnel, die noch vor den Geräuschen geschah, die auch im Nachhinein total erschreckend ist. 誰もいませんか。 Was? Ich habe übel Gänsehaut Ein bekommen. bleiches Gesicht erscheint auf einmal direkt hinter Kuro. Er selbst hat im Moment nichts mitbekommen. Doch die Aufnahme zeigt, dass da wohl jemand oder etwas anwesend war. Kuro fragt sich nach dieser Sichtung im Video, ob er vielleicht die Geisterfrau eingefangen hat, die man hier der Legende nach sichten soll. Kann es sein, dass er den Geist einer im Unfall Verstorbenen eingefangen hat, welcher Geist sich nicht vom Unfallort lösen kann? Wir haben gemeinsam im Stream diesen Fall live angeschaut und mir ist on-stream dieser Schatten zur Linken aufgefallen. Expose dieser Schatten, dass hier in Wirklichkeit ein Mensch stand? Oder war das doch Kuros Schatten? Aus der zweiten parallel laufenden Kameraperspektive sieht man nämlich nichts. Man müsste genau nachvollziehen können, von wo aus das Licht strahlt, um gegebenenfalls Tatsächlich, ja, Mann. hinter ihm ziehen zu können. Was glaubt ihr? Gut Kuro aufgepasst. und Takun Geistern begegnet? Vielleicht dem einen und denselben? Oder habt ihr eine andere Meinung zu diesem Video? Schreibt gerne, was ihr dazu denkt, in die Krass, Kommentare. aber dann wäre es echt krass, wie die das da hinbekommen haben. Die Horrorvideosammelseite The Void 402 auf TikTok schreibt zu diesem neulich hochgeladenen Ich hab echt Kurzvideo, Gänsehaut bekommen, I do ey. not claim this demonic energy. Also zu Deutsch, ich beanspruche diese dämonische Energie nicht. Im eingeblendeten Text des Videos wird behauptet, dass hier ein Djinn auf Kamera eingefangen wurde. Ob Djinn, eine andere Entität oder Fake, kann ich euch nicht sagen. Allerdings befinden sich hier ein paar Männer an einem mir unbekannten Lost Place, an welchem verlassenen Ort sich auf jeden Fall etwas Merkwürdiges preisgibt. TikTok. Oh.
Önüm verirse. Ateş var. Evet, oyun oynuyor. Bak oyun oynuyor. İfrit. Türken. Tamam. Es scheint schon mal klar, dass wir uns im arabischsprachigen Umkreis befinden und ich Ich demnach hab euch nur das Türkisch an gehört. Kontext liefern kann, was mir über meine Quelle vermittelt wird. Zu sehen sei hier paranormale Aktivitäten mittels eines angeblichen Djinns in einem, wie man erkennen kann, verlassenen Haus, zu dem nichts weiter geschildert wird. Es handelt sich ganz klar um einen Ausschnitt einer vermutlich weitaus längeren Dokumentation, die vielleicht auf YouTube oder sonst wo im Internet veröffentlicht wurde. Eine finstere, schwarze Schattenfigur mit weiß leuchtenden Augen versteckt sich in der Ecke eines leerstehenden Raumes, links vom kaputten Fenster. Der Filmer hält die Kamera eine Weile lang auf die mystische Gestalt und zoomt an sie heran. Die Form erscheint nicht menschlich, viel zu klein für einen normal großen Menschen. Nach einem Schnitt sehen wir einen Moment darauf ein Feuer an der Stelle brennen, wo zuvor die Gestalt sich versteckt hielt. Wo ist sie hin? Im Nebenzimmer rechts hält sie sich auf, schaut hinter dem Türrahmen hervor und scheint die Erkunder des Lost Places zu beobachten. Den Stimmen im Hintergrund nach geraten die Erkunder in Panik. Womöglich keine gute Idee, noch länger zu bleiben. Der Filmer zoomt noch einmal nah an das Gesicht des angenommenen Djinns heran und wir erkennen schwarze Haare, ein dunkles Gesicht und weiße Augen. Wohin es die Leute im Video danach verschlagen hat, ist mir soweit unbekannt. Vielleicht kennt ja jemand unter euch Zuschauern die Originalquelle und kann auf die Sprünge helfen. Was lässt sich soweit zu diesem Horrorclip auf TikTok sagen? Die Stimmung ist düster und die Gruppe wirkt angespannt. Vielleicht leben die Unterstützt nicht mehr. Echtheit der Aufnahmen einer angeblich übernatürlichen Präsenz? Die wenigen Schnitte im Clip sind fraglich, weswegen die Vermutung naheliegt, dass die Erkunder zum Spannungsaufbau das Feuer gelegt haben und man für die dunkle, unheimliche Gestalt einen Schauspieler für diese Szene eingesetzt hat. Wovon Kann seid auch ihr sein. überzeugt? Könnte es sich um echte Aufnahmen einer düsteren Präsenz handeln oder lauern wir einer erfundenen Geschichte auf? Aber das ist auch interessant. Also die letzten zwei waren gerade übel interessant. In einem Subreddit für Paranormales teilt Redditor Light Surgery eine Aufzeichnung seiner oder ihrer Überwachungskamera an der Haustür. Scheinbar hält sich hier etwas auf, das auf Kamera nicht sehr menschlich erscheint. Seht erstmal selbst. Front Door. Was kann man darüber sagen? Lichtreflexion würde ich jetzt sagen, aber wäre vielleicht auch falsch. Das hat so diesen Muster von einem Gesicht. Zum Überwachungsvideoausschnitt schreibt er oder sie: Ich bin gerade in ein viktorianisches Reihenhaus aus den Jahren um 1800 in London gezogen. Die gegenüberliegenden Häuser grenzen an einen Friedhof. Ich habe gerade einen Bewegungsalarm auf meinem Türklingelvideo erhalten und es hat etwas aufgenommen, das mir etwas seltsam vorkommt. Es sieht für mich wie eine Gestalt aus, die um die Hauswand herumspäht und dann am Auto des Nachbarn vorbei auf die Straße läuft. Aber es sieht eher wie ein Schatten als nach einer Person aus. Kann jemand hier einen Vorschlag machen, was das sein könnte, wenn überhaupt? Danke im Voraus. Und in der Tat zeigt sich im Video eine nebelartige, blass dargestellte Gestalt, die um die Ecke zum Hauseingang schaut und sich irgendwie gebückt ist halt- hält, als wolle ja, sie das ist auch krass, so blöd, ey. dass da eine Türklingelkamera installiert wurde. Nun stehen wir da mit dieser obskuren Aufnahme. Wurde ein Mensch einfach nicht korrekt dargestellt? Wenn es doch ein lebendiger Mensch in diesem Moment war, was macht dieser da? Was hat er den Bewegungen noch vor? Handelt es sich um eine gestellte Szene? Fragen, die ich euch nicht hundertprozentig beantworten kann. Doch nehmen wir an, dass der Poster oder die Posterin immerhin ehrlich ist dies schon mal eine beklemmende Aufnahme. Was will der, die oder das bei Nacht? Die Tatsache, dass das Haus um 1800 herum gebaut wurde, bekräftigt eventuell paranormale Theorien. Doch gibt es auch wohlbedacht Geistergeschichten aus Neubauten, weswegen das Alter von Gebäuden für mich keine allzu große Rolle spielt. Ist jedoch für diesen Clip ein vielleicht interessantes Detail. Hat Light Surgery hier einen Geist auf Kamera eingefangen oder nicht? Was meint ihr? Das Museum Fort Bridger State Historic Site in Fort Bridger, Wyoming, war im 19. Jahrhundert ein Außenposten für den Pelzhandel und wurde zu einem wichtigen Versorgungspunkt für Waggonzüge Hotel. auf dem Oregon, California und Mormon Trail. An sich soll hier viel Geschichte zusammengetragen sein und da liegt es doch nahe, dass es gegebenenfalls hier spuken könnte. Das paranormale Ermittlerteam Broken Wings Paranormal zeigt auf ihrem YouTube-Kanal eine insgesamt 76-minütige PU in diesem Museum und konnte, wie es scheint, Museum. erfolgreich
mögliche Beweise für die Existenz von Geistern sammeln. On-Stream haben wir in einer anderen Top-Liste den gleich als ersten gezeigten Clip schon gemeinsam angesehen, woraufhin ich im Nachhinein mir etwas mehr angeschaut habe und dadurch noch eine weitere, meiner Meinung nach hochinteressante Stelle im PO-Video finden konnte. Seht selbst. Das finde ich immer so interessant, ey. There's also a REM pod upstairs in the room where the shoes are. And if you touch the antenna, it will go off and shine up pretty colors. Sorry, I just swallowed. You're good. Do you have any messages? Die PO-Gruppe ist im Erdgeschoss versammelt und versucht verbal mit der Geisterwelt der Historic Site in Kontakt zu treten. Im Obergeschoss über ihnen befindet sich ein Rampart, welches aufleuchtet und sich in diesem Licht ein merkwürdiger Schatten offenbart, den sich niemand erklären kann. Denn es soll niemand in diesem Raum gewesen sein zu der Zeit. Woher stammt dieser Schatten? Hat ein Geist versucht, das Rampart zu triggern? Das ist die Theorie. Für gewöhnlich, so die gedachte Funktion, gibt es ein lautes Geräusch von sich. Wie schon gesagt, fand ich eine zweite Stelle im Video, die ich für dieses Format zeigenswürdig fand. Etwas später im PO-Video zeigen sie eine Überwachungsaufnahme eines beinahe leerstehenden Raumes, in welchem lediglich Geisterjäger-Equipment liegt. Scheinbar versuchen mehrere Präsenzen, diese zu triggern. This is a bug, but watch as there are unexplained sounds. The EDI is triggered multiple times in coordination with the appearance of a light anomaly. The music box is also triggered on a couple of occasions. Die Lichtanomalie ist ganz auffällig ein Insekt. Wurde auch im Voice-Over des Originalvideos erwähnt. Okay. Sie sind also, wie es scheint, wirklich ehrlich mit uns. Doch die Lichtpunkte darauf wirken eigenartig. Nicht mal wirklich wie Staub. Und sie verhalten sich auch passend zu den Reaktionen der Gerätschaften. Man sieht ganz klar, als zum Beispiel ein Lichtpunkt einer Musikbox vorbeiflog, dass diese getriggert wurde und auch Musik abspielt. Handelt es sich hier um eine Aufzeichnung mehrerer verschiedener Geisterorbs, die sich auf Kamera gezeigt haben? Geistaktivität wird immerhin von der Gerätschaft angezeigt. Das Thema Orbs ist ja sehr umstritten. Oft handelt es sich ja auch nur um Staub oder Insekten, wohinter manche dann mehr vermuten als da ist. Doch wie ist es in diesem Video? Alles reiner Zufall? Ist es doch möglich, dass sich Geistwesen in Kugelform auf Kamera zeigen? Schaut selber mal bei Broken Wings Paranormal vorbei und schaut euch gerne den Rest der PO an.